Wir sind in Berlin und das nicht als gewöhnliche Touristen, denn nein, wir schauen uns nicht das Brandenburger Tor an oder die Reichstagskuppel. Wir schauen uns heute ein Waisenhaus in Kentucky, ein Schachturnier in Moskau und ein Hotel in Mexiko an. Wusstet ihr, dass fast alle Drehorte der Netflix-Serie Das Damen-Gambit hier in Berlin sind? Anya Taylor-Joy spielt das Schachwunderkind Elizabeth Harmon, auch Beth genannt. In den 7 Folgen dreht sich alles um ihren Weg zur Schachweltmeisterschaft. Dafür reist sie um die halbe Welt. Berlin ist in der Serie Set für Paris, Moskau, Mexiko-Stadt und für Szenen in den USA. Und das, obwohl Berlin in der Serie eigentlich gar keine Rolle spielt. Wir machen heute den etwas anderen Städtetrip und lassen uns mal von 5 Drehorten Berlin zeigen. Als erstes geht's nach Kentucky. Dafür sind wir erst mal 30 Minuten raus aus der Stadt gefahren. Denn das Schloss Schulzendorf hier ist Drehort für das Waisenhaus, in das Beth nach dem Tod ihrer Mutter einzieht. Der Turm wurde übrigens in der Postproduktion angepasst. Und hier treffen wir Jochen Palenka. Seiner Familie gehört das Haus seit 1888. Waren Sie bei den Dreharbeiten auch mit dabei? Nein. Ich war sogar in Urlaub. Sie haben nur den Schlüssel übergeben und dann... Nee, wir haben die Schlösser getauscht. Die hatten ihren eigenen Schlüssel und haben dann 4 Wochen lang hier gemacht, was sie wollten. Zum Beispiel den ursprünglichen Schlosssaal hier in den Essenssaal verwandelt. Die Wände wurden dafür petrolfarben gestrichen und der Teppichboden gegen den hier ersetzt. Hier wurde auch die Szene, in der Beth die Pillen fallen lässt, gedreht. Und spielen Sie selber auch Schach? Haben Sie so ein bisschen ein Faible? Ich habe früher viel Schach gespielt, aber spiele seit etlichen Jahren nicht mehr. Wir haben früher in den Schulpausen immer Schach gespielt. Natürlich eher nicht auf professioneller Ebene. Beth spielt im Waisenhaus übrigens zum ersten Mal Schach. Der Hausmeister, Mr. Scheibel, bringt es ihr im Keller bei. What do you want, child? You should be in the chapel. What's that game called? Der Zugang zum Keller ist hier. Den Eingang sieht man auch in der Serie. Aber unten stellen wir ziemlich schnell fest, dass die Kellerszenen aus der Serie nicht hier gedreht wurden. Tatsächlich nämlich in den USA. Ganz anders als im Film war das Haus nie ein Waisenhaus. Trotzdem hat es auch eine eigene Geschichte. Das hat mein Urgroßvater zur Hochzeit von seinem Vater geschenkt gekriegt, weil er der einzige Nachkomme war. Und hier sind mein Großvater und seine 4 Geschwister geboren. Ja, also die haben hier richtig gelebt. Ja. Weil die Familie jüdische Wurzeln hat, ist sie Mitte der 30er Jahre von Nationalsozialisten aus dem Haus vertrieben worden. Erst nach der Wende, Anfang der 90er, hat Herr Palenka den Besitz wiederbekommen. Damals wohnten hier sogar noch 14 Mietparteien. Heute kann es als Drehort gemietet werden. Hier sieht man sogar noch ein paar Überbleibsel von den Dreharbeiten von vor ein paar Tagen. Das Haus ist für Besucher nicht öffentlich zugänglich. Ihr könnt es euch aber von außen ansehen und ein Erinnerungsfoto machen, wenn ihr hier seid. Von hier aus geht es jetzt als nächstes nach Friedrichshain. Zum Frankfurter Tor. In der 2. Folge der Serie geht Beth mit ihrer Pflegemutter in Lexington einkaufen. Die Außenaufnahmen sind in Toronto gedreht, aber die Innenaufnahmen im Secondhand-Kaufhaus Humana. Hier kauft Beth später ihr erstes eigenes Schachspiel. Mal schauen, ob ich hier auch eins bekomme. Aber erstmal treffen wir Anke Wiemers. Sie leitet die Filiale und war bei den Dreharbeiten 2019 dabei. So eine Dreharbeiten haben wir jetzt hier in dem Haus noch nie mitgemacht. Und wir waren, also wirklich auch Leute von uns waren direkt mit dabei, sodass wir sehen konnten, was die alles eigentlich gemacht haben, um dieses Haus im Grunde in die 50er Jahre zurückzuversetzen. Ne?
Dieses denkmalgeschützte Gemälde von 1953 wurde zum Beispiel komplett eingehaust und mit einem neuen Gemälde mit der Aufschrift Ben Snyders überdeckt. Man hatte dann hier, wenn man sich noch daran erinnert, dann an diese Szene, da waren dann auch diese 3 Kleiderpuppen. Wo sie ja immer so, wo sie auch geguckt hat, weil die so eine schönen Kleider angehabt haben und es sah ja alles so. Bevor sie die Treppe hochgegangen ist, die standen nämlich da und dann hat sie ja erst dieses Regal entdeckt mit den Schachspielen. Ne? They have chess sets. Sie müssten dann hier so in dem, Hier und ich gehe jetzt sozusagen noch mal 2 Schritte höher. We can stop on the way back down. Die Mutter sagt, gucken wir uns auf dem Rückweg an. Und dann sind sie ja beide nach oben gegangen. Es ging ja eigentlich darum, Kleidung zu kaufen. Ja, und nicht genau. Schachspiel. Gibt es denn hier tatsächlich auch ein Schachspiel? Kann ich eins Ja, machen? es könnte sein. Wir haben oben in der 3. Etage eine Trödelabteilung. Und da könnten wir mal gucken, ob wir eventuell noch ein Schachspiel finden. Den gucken wir auf jeden Fall mal. Okay. Das ganze Haus wurde schon eine Woche vorher in Gelb, Blau und Rosatönen gestrichen, damit es wie in den 50er Jahren wirkt. Und hier kam Beth aus der Kabine. Wow, don't you look lovely? Ein Teil der Vintage-Mode, die sie zur Auswahl hatte, stammt tatsächlich hier aus dem Kaufhaus. Room to grow. Let's look for coats. Wie hat Ihnen denn die Serie gefallen? Also Sie können ja... Habe ich hintereinander geguckt. Ich konnte nicht abschalten und die war wirklich gut. Also die war und natürlich, wenn man dann die Szenen auch wiedererkannt hat, wo man dann selber auch mit dran gewirkt hat, ne, beim Aufbau und so weiter, dann hat man sich natürlich dann auch wieder dran erinnert. Ne. Für uns stellt sich jetzt nur noch eine Frage. Gibt es hier wirklich ein Schachspiel zu kaufen? Leider nein. Dafür könnt ihr aber bei eurem Besuch immer noch die 50er-Jahre-Tapete sehen. Und den Teppich. Sind Sie denn hier auch schon mal von den Kunden angesprochen worden? So, irgendwie kommt mir das hier bekannt vor. Ich habe das in der Serie gesehen. Hat das schon mal jemand wiedererkannt? Es kommen einige, also ich habe jetzt gerade mit einer Kollegin gesprochen, die hat gesagt, ja, manche fragen schon. Genau, also der Wiedererkennungswert ist da. Mal schauen, ob unser nächster Drehort auch einen Wiedererkennungswert hat. In Episode 4 geht die Reise nach Mexiko. Für uns nur knapp 20 Minuten entfernt. Das Hotel Aztec Palace aus der Serie liegt an der Friedrichstraße. Hier spielt Beth zum ersten Mal gegen den großen Meister im Schach, Wassili Borgow. Wir treffen Inken Lummer. Sie hat die Dreharbeiten im Haus betreut. Aber wir haben doch jetzt hier schon einen Blick auf eine Szene, ne? Aus der Serie. Genau. Sie haben uns da Fotos mitgebracht. Das wäre im Prinzip diese Szene, wo sie hier die Treppe hochläuft. Hier unten waren Schienen verlegt, da war ein riesiger Kran, Kamerakran, der praktisch dann auch über beide Ebenen filmen konnte. Und der hat sie dann praktisch von unten die Treppe hoch gefilmt. Tatsächlich ist das Haus aber gar kein Hotel wie in der Serie, sondern der Friedrichstadtpalast, ein Revue-Theater mit einer eigenen Show. Intendant Dr. Bernd Schmidt erzählt mir, worum es darin geht. Es wird abends viel glamouröser, wenn dieses Putzlicht, wie wir das nennen, aus ist und die Showlichter angehen. Der aktuellen Grand Show geht es um einen Fotografen, der seine geliebte Muse verliert, in tiefe Dunkelheit fällt, aber nicht aufgibt. Auch beeindruckend die über 100-jährige Bühnengeschichte des Palastes. Sie beginnt im November 1919, als Max Reinhardt das Schauspielhaus eröffnet. Damals sah der Zuschauerraum noch aus wie eine Tropfsteinhöhle. 1980 wurde der ursprüngliche Palast aber dann baufällig, sodass er neu gebaut werden musste. Die Erbauer hier haben versucht, sehr viele Zitate reinzubringen aus dem alten Haus. Aber natürlich wollten sie auch ein neues Gebäude, wie gesagt, im Stil der sozialistischen Postmoderne schaffen. Aber sie haben viele Elemente, die man drüben im alten Friedrichstadtpalast hatte, auch genommen. Wenn Sie die Lampen sich im Foyer anschauen, die auch in dem Film das Damengambit gut zu sehen sind, die erinnern an diese Tropfsteinhöhlen-Ästhetik. Und hier auch dieser Raum ist auch wie drüben, eben dieses Amphitheatrische, was ich runterschaue, ist auch aus dem alten Bau. Und damit zurück zu unserer Serie. 4 Tage hat die Filmcrew hier im Foyer gedreht.
Vorher Teppiche verlegt, ganzes Mobiliar ausgetauscht und Türen und Fenster mit einer zusätzlichen Mosaiksteinoptik beklebt, damit bloß kein Straßenverkehr zu sehen war. Und das, obwohl im Friedrichstadtpalast noch ganz normaler Besucherverkehr war. Die Gäste haben gar nichts gemerkt, nichts gefragt, nichts? Nein, gar nicht. Im Gegenteil, es wurde gesagt, oh, tolle Beklebung, Mensch, die Türen sehen ja schick aus. Und wir hatten erst so ein bisschen Angst, dass das dann eben doch stört, weil das ja auch Fluchtwege sind, durchlässig sein soll. Man soll sehen, wo man hinläuft. Aber das wurde vom Publikum entweder gar nicht bemerkt oder gesagt, boah, das ist aber toll weitergeführt. Die Serie hat dieses Jahr übrigens 11 Emmys gewonnen, unter anderem für das Production Design und seine Locations. Als wir das in der Zeitung gelesen haben, nachdem sie den gekriegt haben, haben wir das gesehen und haben wir gesagt, wow, wir im Hintergrund. Wir haben auch den Emmy gekriegt. Von hier aus geht es jetzt zum großen Serienhöhepunkt, der Schachweltmeisterschaft, nach Moskau. Tatsächlich aber nur in die Klosterstraße, denn hier im alten Stadthaus will Beth endlich den erfolgreichsten Schachspieler Wassili Burgow schlagen. It's your game. Im Bärensaal tritt sie gegen ihn an. Hier treffe ich Markus Loges. Er ist einer der Produzenten der Serie. Gerade erzählt er mir, wie es die Serie nach Berlin geschafft hat. Da hat diese Serie Babylon Berlin große Vorarbeit geleistet, weil die amerikanischen Produzenten und insbesondere Bill Horberg, der kannte die Firma X-Filme und hatte dann auch mit Scott, unserem Regisseur, und den anderen Produzenten das so weit sich schon ausgedacht, dass sie den Look, den es bei Babylon Berlin gibt, dass sie den unbedingt irgendwie haben wollten für ihre Show. Und es gibt selten eine Stadt, die so vielseitig wie Berlin ist. Insgesamt 12 Drehorte der Serie sind hier. Markus Loges ist aber nicht nur einer der Produzenten. Vielleicht erinnert ihr euch, er hat selbst auch im großen Serienfinale mitgespielt. He defeated the great Alekhine in an exhibition when he was a boy, played to a draw with Botvinnik and crushed Bronstein in Havana. And while he's no longer the tiger he once was, he's a dangerous player when allowed to attack. Harmon will have to be very careful. Das kam so, weil ich tatsächlich Schach spielen kann und weil ich so aussehe wie ein netter alter Russe. Und dann wurde mir relativ früh gesagt, Markus, du weißt schon, dass du eine Rolle hast. Und ich habe immer gesagt, nee, ich bin ja kein Schauspieler. Können wir nicht lieber jemanden besetzen, der das auch kann und gelernt hat? Und unser Regisseur hat immer gesagt, nee, I trust in you, du bist genau richtig dafür, deswegen musst du das machen. Für die Authentizität beim Schachspiel hat Bruce Pandolfini, Amerikas bekanntester Schachlehrer, gesorgt. Er war die ganze Zeit mit am Set. Alle unsere Spiele, die Enya gespielt hat, sind tatsächlich basierend auf wahren Spielen, die es mal gegeben hat und wo es eine Notation zu gibt und immer auswendig gelernt. Enya musste tatsächlich Schach spielen lernen. Insgesamt 10 Nächte hat die Crew hier gedreht. Der Saal ist übrigens nicht öffentlich zugänglich. Das alte Stadthaus ist nämlich Sitz der Stadtverwaltung für Inneres. Aber der Saal kann für Feste wie Hochzeiten oder eben für Dreharbeiten gebucht werden. Und damit führt uns unsere kleine Drehortreise auch schon zu unserer letzten Station. You're gonna miss the flight. Denn wo könnte es schöner sein, als genau dort, wo auch die Serie zu Ende geht. Im Film in Moskau, tatsächlich gedreht, aber hier im Rosengarten an der Karl-Marx-Allee. Im Rosengarten lassen wir die Drehortreise jetzt ausklingen. Berlin einfach mal anders zu genießen, den Städtetrip mal nicht als normaler Tourist am Alexanderplatz, im Regierungsviertel oder auf der Museumsinsel zu verbringen, sondern auf den Spuren einer Erfolgsserie, wie Beth Harmon in Das Damen-Gambit, fand ich einfach mega. Wenn euch unsere Drehortreise gefallen hat, dann lasst uns doch ein Like da und ein Abo. Hier auf unserem Kanal gibt es nämlich noch mehr Reiseinspirationen. Lisa und Tamina waren nämlich zum Beispiel auch schon für euch in Berlin.